Was passiert, wenn ein Kind missbraucht wird und sich einfach niemand dafür interessiert? Darüber sprechen wir heute mit Silvana. Hi und herzlich willkommen. Danke, dass du da bist. Danke, dass ich hier sein darf. Du wurdest in deiner Kindheit durch nahestehende Verwandten sehr häufig missbraucht. Deine Familie wusste davon, aber hat nichts dagegen gemacht. Möchtest du uns was darüber erzählen? Gerne. Also ich bin aufgewachsen tatsächlich bei meinen Großeltern im Großelternhaus und da waren mehrere Täter. Und meine leibliche Mutter hat mich nach meiner Geburt, ich bin tatsächlich hier in Frankfurt geboren, ich muss ein bisschen ausholen, und habe mich aufgrund einer schwierigen Beziehung mit meinem Vater, Erzeuger, in dieses Elternhaus gebracht, Großelternhaus. Und da hat der Missbrauch stattgefunden, obwohl es bekannt war, dass meine Mutter selbst Betroffene war. Ich kenne damals die Version meiner Mutter, weiß aber nicht, ob diese richtig ist, was ihre Beweggründe waren, warum ich in dieses Haus erneut gekommen bin, obwohl sie selber natürlich diese Erfahrung in der Familie machen musste von denselben Menschen. Und nach durch natürlich meine Aufarbeitung und meiner Therapie weiß ich heute, dass meine Mutter ein großer Teil war, die selber, ich bin vorsichtig mit dem Wort Mittäterschaft, aber die Tür geschlossen hat, mich bewusst in diesen Raum gebracht hat. Und so hat es über Jahre lang in dem Großelternhaus stattgefunden. Vielleicht können wir das nochmal ganz groß betonen, dass es da nicht um vereinzelte Gewalt ging, welche ja schon schlimm genug ist, sondern wirklich über Jahre hinweg. Und es gab mit diesem ganzen System ja nicht nur einen Täter. Genau. Es gab 4 Täter tatsächlich im Kindesalter, Frühkindesalter, 4 Täter, und insbesondere, ich würde es sogar als Ritual benennen, dass die Übergriffe ritualisiert waren, gerade Weihnachten, Ostern, also gerade Familienfeiern, wenn die Familie eng zusammenkam, war es als Ritual, dass die Frauen in der Küche standen, das Essen zubereitet haben und ich in diesem Raum, sprich im Wohnzimmer mit diesen Männern nicht nur saß und die Tür geschlossen wurde, und das hat über viele Jahre stattgefunden. Wie ist das als Kind, wenn man sich, sag ich mal, einen Abend vor Weihnachten vielleicht nicht unbedingt auf die Zeit mit der Familie oder Geschenke freut, sondern ja schon weiß, was am nächsten Tag passiert? Das war bei mir damals so, ich hatte nie diese bewussten Erinnerungen oder Gefühle dazu, zu sagen, ich habe jetzt davor Angst, sondern es war alles, was ich mich erinnern kann, ist so ritualisiert, also so normalisiert, dass ich sehr früh mit Übergriffen groß geworden bin und sich ja das durch mein ganzes Leben gezogen hat. Insofern habe ich nie richtig diese Angst davor gehabt, was passiert am nächsten Tag, sondern es klingt vielleicht hart, es war alles schlimm. Also auch der Umgang mit meiner Mutter war schlimm. Es gab nie Geborgenheit, es gab keine Zuwendung in Form von Körperhygiene, mir wurden die Haare kurz geschnitten. Also eigentlich kann ich meine Kindheit beschreiben, dass ich nie aus einem Bereich, der sich wohl gut angefühlt hat, in den nächsten Bereich kam, wo ich Angst haben musste, okay, jetzt passiert eine Tat. Weißt du, was ich meine? Weil es ganz generell einfach negativ war. Negativ. Hattest du als Kind vielleicht Freunde oder Personen in deinem Umfeld, wo es anders war, dass du so einen Kontrast gesehen hast? Ja, zumindest dachte ich das. Wie ist das im Gefühl als Kind, wenn man ganz kalt auch aufwächst mit sehr, sehr viel Missbrauch und Gewalt, wenn man sieht, dass es bei anderen nicht so ist? Ich hatte immer das Gefühl, anders und schlecht zu sein. Ich gehöre nicht dazu. Das hat es bei mir ausgelöst. Ich bin schlecht, ich bin schmutzig, ich bin dreckig, auch gegenüber anderen Kindern. Ich bin weniger wert. Das ist eigentlich mein Gefühl der Kindheit im Vergleich zu anderen Kindern und anderen Geschichten. Was sich ja auch auf lange Zeit dann nochmal in deinem gesamten Leben zeigt, diese Sicht, wie du auf dich selber geblickt hast. Wie ging es dann weiter, als du dann ausgezogen bist und irgendwo deinen eigenen Weg auch gegangen bist? Sehr viel später, also meinen eigenen Weg. Letztendlich bin ich mit 15 Jahren in meine erste eigene Wohnung, und da begann vielleicht mein eigener Weg in meiner Jugend, aber es begann nicht mein Weg in ein, ich sage das wirklich, Leben, weil es war halt nicht lebenswert. Heißt, ich bin sehr, sehr früh abhängig geworden. Ich bin mit 11, 12 habe ich den Erstkontakt überhaupt mit Suchtmitteln, mit Substanzen gehabt. 15 dann die erste Wohnung, und dann bin ich in die große weite Welt raus. Und eigentlich bin ich mit 12 schon
bin ich an einen Mann geraten, also raus aus diesem Konstrukt zu Hause und auch dieser toxischen Abhängigkeit meiner Mutter. Und seit ich 12 Jahre alt war, war ich praktisch alleine draußen und habe dann habe dann mit 12 Jahren den nächsten Täter getroffen. So ging es weiter. In deiner früheren Jugend und generell Kindheit, kann man ja beinahe schon sagen, kam es dann ja zu einer richterlichen Entscheidung, dass du jetzt in eine Klinik musst. Wie waren da die Umstände? Ja, die Umstände, würde ich sagen, heute brutal. Also ich war sogenannt ein Systemsprenger. Ich war halt das absolute Problemkind und eigentlich war alles um mich herum komplett überfordert. Ob das Jugendamt das war, auch die Polizei, wo ich heute als erwachsene Frau sagen muss, die Polizei hat definitiv Fehler gemacht, des Wegschauens. So, das ist auch das Einzige, wo ich sage, hey, da ist etwas nicht in Ordnung gelaufen, aber alle anderen würde ich als sehr überfordert bezeichnen. Und es gab damals diesen Mann und ich habe 3 Jahre meines Lebens mit diesem Mann verbracht. Ich bin als Kind, so wie du es richtig benannt hast, ich glaube, da hatte ich auch lange, lange dran zu arbeiten oder für mich zu verarbeiten, ob ich mit 13 ob ich noch ein Kind bin. Und ja, ich bin ein Kind gewesen und ich war 13, der Mann war 26 Jahre alt und über 3 Jahre war ich in einer schwerst gewaltvollen Beziehung mit ihm, geprägt von wirklich fast täglichen sexuellen Übergriffen, schwerster physischer Gewalt. Und durch diesen Mann, durch diesen Drehtürinfekt, der entstanden ist, heißt, ich bin zu dem Mann, der ja, das mit mir getan hat. Dazwischen war meine alleinerziehende, sorgeberechtigte Mutter, die aber auch nicht die Mutterrolle so ausgeübt hat, wie es eine Mutter hätte tun sollen, von Kindesalter an oder von Kleinkindalter an. Dann zwischen Jugendamt, zwischen Kinder- und Jugendpsychiatrie ist ein Drehtüreffekt entstanden, bis dann, das ging circa 1,5 Jahre rein, raus, selbstverletzendes Verhalten, sehr, sehr massiv auffällig. Und dann irgendwann hat ein Richter zum Glück entschieden, diese Station wird jetzt 6 Monate geschlossen, richterlich untergebracht. Davor war es halt immer nur 24 Stunden. Soweit hatte er die Möglichkeit. Danach konnte meine Mutter wieder entscheiden. Das Kind geht wieder nach Hause, das Kind ist dann wieder zum Täter zurück. Und so zog sich das. Also heißt, das war der Grund einfach und der Hintergrund einfach, dass ich so weit selbstverletzend war und aber auch schon fremdverletzend. Also ich habe mich vor ein fahrendes Polizeiauto geworfen. Ich bin nackt aus einer Wohnung rausgelaufen von dem Täter. Habe geschrien, wollte nicht mehr leben, also war so massiv auffällig, dass irgendwann dieser Richter dann die Entscheidung getroffen hat. Du hast es gerade als positiv benannt und ich glaube, viele Menschen denken dann das Wort Zwangseinweisung. Wieso war es für dich positiv? Weil es eine Rettung war. Also es war das Einzige, was hätte greifen können, den Täter von mir zu entfernen, mich aber auch vom Täter. Ich habe die Nähe zu ihm gesucht. Ich habe ja auch immer wieder verziehen, bin hingegangen, habe mich sehr pathologisch verhalten. Und deswegen war es für mich eine absolute Rettung. Und natürlich auch, klar, es klingt Zwang, der Name Zwang, aber letztendlich gute Therapien sind eine enorme Unterstützung und es war ein sicherer Ort. Auch wenn da drinnen auch Dinge passiert sind, die heute vielleicht mal anders machen sollte im Therapieverfahren, aber absolute Sicherheit von diesem Richter und die einzige Möglichkeit. So, deswegen würde ich das positiv formulieren. Von dem Täter dann eben wegzukommen, an den du dich, jetzt vielleicht als Mutmaßen geäußert, gewandt hast, weil du dort Liebe gesucht hast, das, was du vielleicht zu Hause nicht bekommen hast? Ja. Ja. Wie sind dein Umfeld dann damit umgegangen, weil sie wussten ja, was passiert ist? Meine Mutter hat es akzeptiert. Also es gibt ein Foto von mir und ihm. Es war auch also aus der Nazi-Szene, ohne politisch zu sein, aber ein rechtsradikaler Mann. Und es gibt ein Foto von mir und ihm und meine Mutter hat das Foto tatsächlich gemacht. Also meine Mutter war schon überfordert. Ja, meine Mutter hat gesagt, das ist nicht in Ordnung, du bist so jung. Letztendlich hat er aber bei uns am Tisch gesessen. Also, und von meinem Umfeld her, ich habe heute bin ich 41 und habe Menschen, auch über Social Media in meinem Umfeld, die heute auf mich zugehen und sich entschuldigen und sagen, es tut mir leid, dass wir nichts getan haben. Viele Menschen hatten Angst vor ihm. Viele Menschen hatten Angst und Lehrer, Pädagogen haben weggeguckt, viel aufgrund von Ängsten und aufgrund von Überforderung. So würde ich das nicht anklagend bezeichnen. Das finde ich sehr interessant, dass du dann nicht urteilst, außer jetzt eben bei der Polizei. Wer hätte dich denn retten können? Wer hätte mich retten können? Wer hätte mich retten können? Würdest du sagen, jeder? Ein funktionierendes System hätte mich retten können. Hilfestellung, also was gefehlt hat, die Zusammenarbeit
zwischen Jugendamt, Polizei, Eltern, jeder Institution. Es wurde nicht überlaufend gearbeitet, sondern jeder hat in seinem Grenzbereich gearbeitet. Und dadurch, dass eben hier keiner wirklich geholfen hat zu 100%, hat sich dein Leben viele, viele Jahre danach noch wohl eher negativ entwickelt. Wie kann man sich die letzten Jahre deines Lebens da vorstellen, in der Zeit, bevor wir jetzt hier eine Frau haben, die sehr stark und geordnet darüber spricht? Ja, viel Kontrollverlust, viel weitere Gewalt, viel ausprobieren. Also nach der Beziehung hat sich das durch mein Leben gezogen. Ich bin immer wieder, aufgrund auch der Beziehung zu meiner Mutter, narzisstische Mutter, immer wieder auch an narzisstische Männer geraten. Und nicht jeder war ein schwerer Täter, aber narzisstische Männer, ob physische Gewalt, psychische Gewalt, das hat sich erstmal durchgezogen und eine jahrelange Suchterkrankung. Über 20 Jahre abhängigkeitserkrankt, wie vorhin schon angeschnitten, sehr früh angefangen. Und ich habe den Absprung geschafft vor jetzt mittlerweile circa 7 Jahren und habe in ganz verschiedene Welten Einblicke bekommen, unter anderem zum Beispiel in ein Stück im Milieu, also war sehr, sehr früh vertraut mit der Hamburger Reeperbahn und wirklich dem Milieu auf der Reeperbahn und aber auch selber meiner eigenen Person, habe den Escort-Bereich kennengelernt. Ich setze es immer sehr, sehr bewusst in Anführungsstrichen, weil Escort ist ein Wort, was das Ganze verschönert. Es ist Prostitution. Jede Frau, die egal auf welcher Plattform, egal wie, ihren Körper oder sexuelle Dinge verkauft, da gibt es eine Vorgeschichte. Deswegen ist es mir immer so wichtig, dass ich das auch so bewusst ausdrücke. Also du hörst, es hat sich sehr, sehr lange, viele Jahre einfach so durchs Leben gezogen. Immer wieder eine andere Form von Gewalt und aber auch ein Weglaufen von mir selbst. Ich konnte mich selbst lange, lange nicht aushalten, bis irgendwann ein Wendepunkt kam. Weglaufen von dir selbst, weil du es logischerweise nicht wusstest, wie du dich vielleicht damit beschäftigst, mit dem, was passiert ist? Ja. Also einmal, ich konnte es nicht aushalten. Seit ich denken kann, war ich im Anspannungsbereich. Seit ich denken kann, das ist tatsächlich so, konnte ich nicht schlafen. Das ist auch der einzige Laster, den ich heute noch trage. Maximale Schlafstörung. Auch heute noch meldet sich das kleine Mädchen in mir, was sagt, Achtung, in der Nacht ist mir das und das passiert. Heißt, die Übergriffe haben nachts stattgefunden, auch sehr viel durch einen Familienangehörigen im Kindesalter. Und es hat sich einfach durch mein Leben gezogen, das, was du sagst, dass ich gar keinen Umgang damit finden konnte und dass ich es irgendwann generalisiert habe, dass man so mit mir umgeht. Weil es normal geworden ist. Es war normal. Über die Jahre Es war hinweg. ganz normal, dass mein Körper dafür gedacht ist, missbraucht zu werden. Das war auch ein Kindheitssatz tatsächlich, den ich, glaube ich, mit 11 oder 12 irgendwann mal gesagt habe, im Kreise der Familie. Und da war ich sehr davon überzeugt, dass ich dafür geschaffen bin. Meine Mutter war damals sehr erschrocken, dass ich gesagt habe, nein, dafür bin ich da. Das habe ich so tatsächlich geäußert. Und trotz dieser Aussage hat sich niemand von deiner Familie dahinter gestellt. Doch sitzt du hier als eine starke Frau, die sehr geordnet darüber sprichst. Wann kam dieser Punkt, dass du gesagt hast, okay, ich möchte das jetzt beenden, ich möchte das jetzt aufarbeiten, ich möchte raus aus diesen Bereichen, wo ich vielleicht schon tätig, wenn man das sagen kann, war und auch von der Suchterkrankung weg. Wo kam dieser Punkt einfach? Also aus der Sucht war es der Punkt, dass ich gesagt habe, ich bin es leid. Ich bin es leid, genau diesen Zustand zu haben. Weil ich hatte nur noch eine Chance, ich hatte also immer wieder eine Überdosis gehabt, mein Körper war sehr geschwächt, damals stand eine Operation an, gynäkologisch, die Ärzte konnten mich nicht mehr in Narkose bringen und haben ganz klar gesagt, hier ist die Grenze, sie wird nicht überleben. Und ich habe immer weitergemacht, habe dann tatsächlich auch meine Trauerfeier vorbereitet, so abhängig war ich und so fern auch schon von meiner eigenen Persönlichkeit. Und dann kam der Wendepunkt, wo ich gemerkt habe und gespürt habe, ich bin in diesem Dauerzustand und letztendlich habe ich hier einen Freifahrtschein, auch aus dem Leben zu gehen. Es wird jetzt akzeptiert in meinem Umfeld, ja. Und es wurden auch um mich herum irgendwo auch mal Kämpfe geführt und es wurde hingeguckt, weil ich ja immer Ausbrüche hatte, Suizidversuche und so weiter. Und dann kam dieser Punkt für mich selbst zu sagen, ich will leben, ich will nicht sterben, ich bin es leid. Und so bin ich tatsächlich aus der Sucht rausgekommen, überhaupt die Entscheidung für mich selbst zu treffen. Und beim Missbrauch zum Beispiel war es so, dass ich durch einen Suizidversuch im Alter von 19 habe ich irgendwann mal einen Brief geschrieben. Und die Polizei hat sich eingeschaltet. Da war der erste Punkt zum Beispiel, wo ich in der Familie gesprochen habe und habe genau das Gegenteil erfahren. Heißt, ich wurde ausgegrenzt,
damals aus der Familie. Die Frau vom Täter hat den Kontakt zu mir abgebrochen, die weitere Familie hat den Kontakt abgebrochen, weil ich etwas ausgesprochen habe. Aber da habe ich das erste Mal ausgesprochen und danach habe ich es jahrelang wieder runtergeschluckt und nicht drüber gesprochen. Weil du eben auf niemanden gestoßen bist, der dir da auch bei geholfen hat. Ja. Was war dein erster Schritt, als du wieder gesehen hast, okay, es lohnt sich zu leben und ich möchte das nicht mehr? Was war das Erste, was in deinem Kopf war, das möchte ich tun oder das muss ich tun, weil ich es nicht mehr möchte? Als ich wieder, also es klingt komisch, die Wolken sehen. Das war das Wichtigste für mich, denn ich habe jahrelang in den Himmel geguckt und wenn ich Wolkenbilder gesehen habe, wollte ich nicht mehr leben. Der Himmel hat mich gezogen. Ich habe immer gesagt, ich komme und ich war dem Himmel sehr, sehr nah mein Leben lang. Und es war ein ganz, ganz großer Wunsch, wieder in den Himmel zu gucken und das Schöne zu sehen. Ich habe mir gewünscht, wieder das Schöne des Lebens, der Welt sehen zu können. Und heute kann ich genau das. Das war ein großer Wunsch. In Kliniken, im Zug, dieses danach, ja. War das deine große Motivation, weiterzumachen? Also diesen Blick auf die Welt, da kommt ja zu verändern und auf dich selber? Ja, das war eine große Motivation. Und aber auch, ich glaube, bei mir war es so, auch in der Sucht und mit diesen ganzen vielen, vielen Taten, die passiert sind, dass ich gelernt habe, ich will, schwer für mich zu sagen, ich will leben, also ich hatte nur rechts und links, also es war so klar, entweder Tod oder Leben. Und was will ich da draußen? Ich will eigentlich alles. Ich war gierig dann, ich kann das schwer beschreiben. Also ich wollte das Große, ich wollte teilhaben. Genau praktisch das Gegenteil zu dem, wo ich herkam. So und alles erleben, was du noch nicht erleben konntest? Also ich glaube schon, ich habe viele Dinge, ich hatte einen Überlebensmechanismus und habe trotz dieser jahrzehntelang schweren Gewalt, hatte ich trotzdem immer wieder mir Momente geschaffen zum Überleben. Ich habe Geld in die Hand genommen, obwohl ich es nicht hatte, aufgedeutscht oder hatte es durch irgendwelche Wege, durch zum Beispiel diesen Weg und habe es rausgepresst, bin in Urlaub gefahren, um einmal frei zu sein. Und ich habe aber immer genau diese Punkte bewusst gemacht, um weiterleben zu können, um darauf Kraft zu ziehen. Und ich habe mir, um auf deine Frage zurückzukommen, gewünscht, irgendwann, mein größter Wunsch war eigentlich gar nicht dieses im Außen, sondern mich selbst auszuhalten, mit mir selbst umgehen zu können. Also ich war eine Frau, so wie ich hier heute sitze, auch mit einem Lächeln und einem positiven Mensch, ich konnte nicht alleine sein. Also ich habe vor 7 Jahren, wäre ich alleine in einem Raum gewesen, hätte ich eine Panikattacke gehabt. Ich hatte massive Angst vorm Alleinesein. Aber überhaupt das auszusprechen, heute bin ich emotional ein bisschen, aber hätte ich vor 3, 4, 5 Jahren noch ausgesprochen, ich war alleine, wäre ich zusammengebrochen. Und mein größter Wunsch war, mit mir selber in Ordnung zu kommen. Was würdest du denn jemandem sagen, wenn jemand vor dir sitzen würde, der genau in der Situation ist? In welcher Situation? Der Sucht oder also in einer... Ich glaube, in der generellen nicht weitermachen zu wollen oder nicht zu können, weil es aussichtslos sich anfühlt. Was würde ich den Menschen sagen? Wenn es mehr als ein Satz ist, würde ich den Menschen sagen, sei du es dir wert und gib den Menschen, egal wer dir was angetan hat, gib diesen Menschen nicht die Macht. Gib sie ihnen nicht die Macht und du bist es dir wert. Du selber bist es. Das wünsche ich dir vom ganzen Herzen, das würde ich diesen Menschen sagen. Weil das Leben ist schön. Wenn wir auf deine Geschichte blicken, dann sehen wir ja ganz oft, dass viele Menschen nicht zugehört haben, nicht richtig hingeschaut haben. Was können denn Personen tun, die hinschauen wollen, aber nicht wissen wie? Auch bezogen auf deine Geschichte dabei. Wie hätte vielleicht deine Mutter oder deine Familie generell ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geben können und dich mehr unterstützen können? Also einmal hingucken, zuhören. Hingucken, zuhören und sich Unterstützung holen. So, hingucken, zuhören, Unterstützung holen. Und glauben vor allem. Unterstützung bezogen auf, dass jeder sich Hilfe holen darf, ist da, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Nicht nur eine betroffene Person selbst, sondern auch das Umfeld, weil es ein gemeinsamer Weg dabei ist. Jetzt sprichst du öffentlich, unterstützt damit Menschen logischerweise durch deine Stimme. Wie bist du dazu gekommen, von diesem riesigen Weg, den du gegangen bist, dazu zu sagen, okay, ich mache es nicht nur für mich, sondern ich spreche jetzt für mich, aber eben auch für andere?
Das kann ich dir sagen mit einem ja, verschmilzten Grinsen, weil ich heute eine starke Frau, eine taffe Frau bin. Tatsächlich durch einen Ex-Partner von mir, der der Meinung war, auch ja, narzisstischer Mann, und er war der Meinung, als ich mich trennen wollte, dass er mich mit meiner Geschichte selber bedroht. Und wenn du gehst, beziehungsweise ich werde den Menschen sagen, wer du bist, was deine Vergangenheit ist, ob die Suchterkrankung oder Escort-Service etc., das hat er mir gesagt. Und das war damals eine Bedrohung für mich tatsächlich. Ich hatte Angst. Und er war nicht der Erste, er war der Zweite. Und als Druckmittel das gegen mich zu verwenden. Und dann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, es ist 2 Jahre lang her, nein, wenn mache ich das selber. Wenn erzähle ich meine Geschichte selber. Und dann wurde ich damit auch nochmal in der Familie mit meiner Mutter konfrontiert. Auch sie hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es ihr sehr unangenehm ist in ihrem Freundeskreis. Und als ich das gehört habe, das ist jetzt so circa 5 Jahre her, da habe ich mir gedacht, nein. Und dann bin ich aber immer weiter persönlich einfach gewachsen. Heißt, ich selber bin persönlich gewachsen, habe mich weiterentwickelt, bin immer positiver geworden, habe gesagt, okay, das ist ein Teil, der gehört zu mir, aber ich lebe nicht da drin. Aber es muss doch für irgendwas gut sein. Und dann kam diese Stärke, ja, in der Mischung aus dem, was ich gerade gesagt habe. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen. Wie du gerade schon gesagt hast, es ist deine Geschichte, aber du lebst nicht da drin. Gibt es Menschen, die dich noch darüber definieren? Oder gab es Menschen, die dich generell über deine Geschichte definiert haben, außer du selber damals? Wo du gesagt hast, okay, ich bin nur dafür Missbrauch? Gibt es Menschen, die dir dieses Gefühl gegeben haben, als sie davon gehört haben, was dir passiert? Ja, ja, Männer, also Ex-Freunde, ja, in fast jeder Beziehung tatsächlich, fast. Mhm. Die dieses Gefühl einfach nochmal verstärkt haben und verdeutlicht haben? Ja, oder mir das auch wörtlich gesagt haben. Oder auch mir aufgrund der Vergangenheit wieder die Schuld dafür gegeben haben. Ja, was ja ganz häufig leider der Fall ist, dass die Schuld bei Betroffenen gesucht wird. Hattest du den Moment auch, dass du dich selber hinterfragt hast, ob du Schuld daran hast? Ja, hatte ich lange. Also mein Äußeres. Ich habe immer gedacht, warum? Gut, heute bin ich 41, aber in meinen 20ern habe ich gedacht, ich würde mir wünschen, ein ganz, ganz entstellter Mensch zu sein, ein hässlicher Mensch zu sein. Und weil ich so aussehe, auch mein Vater Italiener ist, ich bin in einem stinkend konservativen deutschen Großelternhaus groß geworden, habe ich mir dafür die Schuld gegeben über mein Äußeres. Mir wurde das angetan, weil ich so aussehe. Lange. Wenn wir komplett auf deine Geschichte rückblicken, dann ist sehr, sehr viel schiefgelaufen. Es gab viele falsche Reaktionen, vielen falschen Umgang. Was sagst du, müsste sich am allerdringendsten ändern, bezogen auch auf deine Geschichte? Okay, bezogen auf meine Geschichte ganz klar. Also ich kritisiere komplett das System. Also das System einfach, dass Kinder und Jugendliche, also insbesondere Kinder, ich bin als Kind süchtig geworden. Ich bin als Kind immer wieder erneut ja an Tätergrad, nicht nur einmal in der Familie, sondern danach wieder zum nächsten Täter und wieder zum nächsten Täter. Und genau deswegen ist das Wichtigste, dass genau diese Menschen einmal Hilfe brauchen. Und ich glaube, unser System nicht, ich weiß, unser System ist gar nicht dafür ausgelegt, diese Hilfestellung, die Kinder und Jugendliche brauchen oder allgemein Betroffene, gewährleisten zu können. Also, ja. Einfach zuzuarbeiten, wenn die eigene Familie es nicht kann, dort richtig zu unterstützen, wie es damals bei dir dann ja auch der Richter beispielsweise tat, der, wer weiß, was damit mit seiner Entscheidung vielleicht auch verhindert hat. Gibt es noch etwas, was du anderen Menschen sagen möchtest? Was ich anderen Menschen sagen möchte? Also ich kann es ja mal in Ich-Form. Ich hätte nie gedacht, vor 7 Jahren, vor 10 Jahren, dass ich irgendwann der Mensch werde, der durch dieses Leben geht und so klar sagen kann, wie schön dieses Leben ist. Und deswegen kann ich jedem da draußen sagen, gib niemals auf und guck dir dieses wunderschöne Leben an. Und diese schmerzhaften Momente, die gehören dazu. Ich rede nie davon, würde niemandem sagen, setz deine rosarote Brille auf und blende aus. Aber guck dir das Schöne der Welt an. Und ich weiß, da gibt es Menschen da draußen, die sehr, sehr böse, sehr gefährlich sind. Und ich wünsche mir für dich, dass du nie den Blick für die guten Menschen verlierst. Das würde ich dem sagen. Die zeigt einfach nochmal deine Stärke und diese Kraft, die du in deinen Weg gesteckt hast über Jahre hinweg. Und ich bin dir sehr dankbar für dein Vertrauen, dass du deine Geschichte hier erzählt hast. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ganz wichtig, wir haben über viele besondere Themen gesprochen, deswegen bleibt bitte respektvoll in den Kommentaren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.